Und schaut sich die Umgebung mal an. Ja, man, Quatsch halt. Servus Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Moto-Vlog von mir. Und zwar habe ich heute mal einen komplett neuen und anderen Gast dabei. Das ist die Dini. Die ist hier am Start mit ihrer R6 und wir drehen hier gerade ein paar Runden durch Bamberg, mehr oder weniger ungewollt. Wir wissen beide nicht, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall bist du auch mit Sena ausgestattet und kannst mit mir reden. Ist es nicht geil? Ich habe dich ja mehr oder weniger ein bisschen überzeugt, glaube ich, dass du ja auch so ein Gerät kaufst. Ja, aber ist echt cool. Ist schon irgendwie eine komplett neue Erfahrung, wenn du nicht dich immer anschreien musst. Ist echt anders. Wenn du jetzt keine feste Route hast und man einfach so ein bisschen umhereiert, wie ich eigentlich 90% Und man fahre. konzentriert sich halt echt nicht mehr so krass, nur dass man halt schnell fährt, sondern man redet eigentlich nebenbei eher und schaut sich die Umgebung mal an. Ja, man, Quatsch halt. Hast du das drauf? Ja, das hab ich drauf. Die Jungs sind am Start. Genau, also wie du schon sagst, man konzentriert sich irgendwie mehr ein bisschen aufs Quatschen, anstatt irgendwie, dass es einem, also so war es ja bei mir immer, sonst wird es mir immer so ein bisschen langweilig beim Fahren und dann machst du halt immer irgendwie Wheelies oder fährst dann vielleicht doch mal ein bisschen schneller. Und mit dem Sena, weiß auch nicht, da machst du einfach Spaß, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen rumzufahren und die Leute zu beobachten und zu lästern. Okay. Kannst du mit meiner auch den Wheelie machen? Ob ich das kann? Ja, mit der gedrosselten? Ich denke es nicht. Können wir mal ausprobieren. 48 PS hast du, ne? Ist immer so lustig, weil man tut mit Sena, wenn man so viel redet, so viel gestikulieren. Und die Autofahrer fragen sich immer, was macht der Typ da? Fuchtelt mit seinem Arm Das ist rum. wie wenn einer rumläuft mit diesem Headset am Ohr. Ja. In der Stadt oder so. Manchmal auch für Selbstgespräche. Wieso hast du dir eigentlich keinen Einteiler geholt? Was für ein Teller? Was für ein Teiler? Ein Einteiler. Ach, Einteiler. Ja, der nächste ist ja dann ein Einteiler. Ach so, weiß stimmt, man du nicht. machst ja eine Maßkombi, ne? Ja. Ja. Danke, dass du mir jedes Mal so viel Platz lässt übrigens, Mann. Ich dachte, du willst sogar hier stehen. Oh. Schaffst du es jetzt? Ja, ich kippe immer halb um, wenn ich dann immer Hälfte drauf und Hälfte nicht draufstehe. Ich habe hier echtes Problem, dass in meinem riesen Kofferraum nicht mal das Bikesword Halskrause richtig reingeht. Oh, jetzt schaut's gut aus. Hält. Passt. Ist gleich mein Drehzahlbegrenzer kauen, oder? Beim Anmachen. Du meckerst immer bei allem rum, alles merkst du. Ich bin ein Nörgler. Nein, ich passe bloß gut auf. So, wann biegst du links ab? Oh, gleich. Hey, den Blinker vergessen auszumachen, das ist so eins meiner Spezialitäten. Das machst du richtig oft, ja, das stimmt. Das merkt man voll auch im Video. Das habe ich drauf. Das ist so krass, bei der R6 hört man so heftig das Ansauggeräusch. Dieses. Ich finde, hört sich geil an. Ist der Auspuff legal? Kein Kommentar. Würdest du dir nochmal eine weiße Lederkombi holen? Wenn man es dann gut sauber macht, ja. Ich hatte ja auch mal eine, die war richtig, also da war ein richtig großer Weißanteil drin. Und wo ich mir jetzt überlegen würde, also schaut immer geil aus und so, aber es wird halt echt, ist halt echt pflegeintensiv, muss ich sagen. Aber ich finde, es schaut schon saugeil aus und vor allem, man sieht dich halt viel besser wie mit Schwarz oder so. Ach, jetzt haust du den Aspekt rein, dass man es nicht besser sieht. Ja, was ist der bessere Aspekt, ne? Ja, nur Aussehen natürlich. Ich will auch wie die können, das nervt mich voll. Ja, du kannst es halt mit sowas nicht üben. Ja, alle sagen, ich soll es mit der gedrosselten lassen, weil ich halt mit der jetzt probieren wollte. Also Aber mit oft geht halt leichter. Hast du schon mal ein Wheelie mit jemandem hinten drauf gemacht? Ja. Mit wem? Keine Ahnung, ich glaube, das war sogar Reifenkiller. Aber das ist ja. Das ist aber Ja, das ist ja einfacher, weil du
weil du ein Gewicht hinten drauf hast. Weil du kannst ja einfacher Gas geben und sie kommt leichter vorne hoch, wenn du ein Gewicht hinten drauf hast. Oh, hier riecht voll nach Grillen. Ich liebe es, ey. Da bekommt man immer voll Hunger. Oh, die Straßen sind total im Arsch. Wolltest den Wheelie noch probieren? Ach stimmt. Ja, aber dann müssten wir ja wieder kurz irgendwo halten. Wieder geschaut hat. So, und jetzt du. Ja, würde ja gern. Hey, warum steppen die heute alle? Keine Ahnung. Anscheinend ist zurzeit wieder in. Ja, und bist du eigentlich zufrieden mit einer R6? Würdest du die R6 anderen Leuten empfehlen? Mit 48 PS, weil viele... Oder geht es überhaupt noch mit 48 PS? Nee, geht nicht mehr. Bist du quasi noch so durchgekommen? Ich bin gerade noch so durchgekommen, ja. Weil irgendwie ist es jetzt absolut kompliziert geworden mit den neuen Regelungen, dass du gar nicht mehr Ja, eine mega. R6 Ich fahren glaube, da darfst. kennt sich auch keiner mit aus. Ja, viele fragen mich immer und ich sage eigentlich selber, ich habe keine Ahnung, Jungs. Ich bin damals meine Fireblade gefahren. Von Anfang bis zum Schluss. Bist du hier schon mal gefahren? Nee, ich kenne die Strecke nicht. Ja, da vorne, also hier vorne die Linkskurve ist jetzt ziemlich enge, also langsam. Die hier? Ja. Oh ja, die wird immer steiler. So, ich fahre jetzt eine kleine Runde mit der R6 von der Dini. Bin mal gespannt. Wie hast du gesagt? 48 PS. Oh. Boah, ich muss mal kurz... Also das geht gar nicht. Ich bin so ein Einfingerbremser. Alter. Oh, erster Gang nach unten. Boah, ist das ungewohnt. Vor allem, boah. Sie ist halt, sie fährt. Was klappert denn der hier so? Ich bin jetzt auch Umkehrschaltung gerade wieder gewöhnt gewesen. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn ich mit dem kleinen Finger bremse und dann an meine anderen stoße. Boah, fuck. Ist das ungewohnt, Servus. Aber ich finde schon, die geht auch definitiv besser als meine damals mit 34 PS. Da war ja wirklich überhaupt nichts los. Da konntest du wirklich gar nichts machen. Da musstest du wirklich das Auto, das du überholen willst, wirklich lange inspizieren vorher, ob du deine geeignete Stelle findest, ob du überholen kannst. Okay, also die Bremse ist wirklich mein Tod. Da geht ja gar nichts. Ach, ich schalte immer hoch, dabei ist ja... So schnell kann sich mein Gehirn nicht umstellen. Ist auf jeden Fall witzig und ich finde die R6 immer noch ziemlich geil. Wie gesagt, als ich den 50 Design auf der Rennstrecke gefahren bin, fand ich mega. Aber ich meine, die war auf jeden Fall im Race-Trim, den 50 Design damals. Und ich finde, man hockt auch noch als großer Mensch ziemlich angenehm drauf. Wir hatten ja kurzzeitig die Frage, ob Wheelie geht. Ja? Ich glaube, es ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Nee. Aber es gibt
gibt ja sogar 125er Fahrer, gut, da sind die Motorräder noch leichter. Gibt ja 125er Fahrer, die die Wheelies fahren können mit den Dingern. Wo sie meinen übelsten Respekt auf jeden Fall haben. Finde ich extrem krass und geil. Also ich mache es jetzt nochmal im ersten Gang. Ich glaube aber nicht, dass es klappt. Also eigentlich sicher nicht. Na gut, ein bisschen oben war es schon. Aber das ist eigentlich nichts. Du musst übelst dran zerren. Ein bisschen war es. Ups. Wir sind zu schnell hier. Da geht einiges. Ja, aber das ist eigentlich Schmarrn. Also man bekommt sie kurz hoch. Also ich hatte sie kurz oben. Wenn ich noch ein bisschen rumprobieren würde und mit mehr Gewalt, könnte ich sie vielleicht im ersten noch ganz hoch. Also die wurde dann schon leicht irgendwann, also wenn du eine gewisse Höhe erreicht hast. Aber ja, im Grunde ist es, würde ich es mit der jetzt nicht ausreizen. Ich glaube, wenn man lang genug mit der fahren würde und die Erfahrung hätte, würde man schon irgendwie schaffen. Aber das eine Mal, wo ich jetzt hoch und runter gefahren bin, naja, ist auf jeden Fall witzig. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch sowas gefällt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn euch die Dini nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Und bis zum nächsten Mal. Peace! Du bist ein Arschloch. Wieso? Wieso?